Rein da. 4:45. Time is up now. Is 103 Mercedeses. Just at this intersection here. Hallöchen, Counter-Striker 69. I traveled to Albania. Wie geht's dir, Mate? High and low for answers as to why it has more Mercedes-Benzes per capita. Ach so, ist ja than Albanien, ne? anywhere else. Warum fahren die alle Mercedes? Ich will's wissen. Aber so Mercedes sich dazu kaufen, ist in Albanien wahrscheinlich billig, wenn die das da alle Legend rumfahren, has ne? it that sunny Albania's proclivity for Mercedes began in the 90s after the communist bloc crumbled. As I discovered, that was only half the story. Some secrets have just been very well kept. Lol. Alter Junge, da müssen ja die übelsten Schmuckstücke in manchen Garagen stehen, da, ne? Mercedes obsession. Ein Kollege von mir, ich finde das ja so witzig, ne? Ein Kollege von mir fährt einen uralten, ich glaube 1990 irgendwas C-Klasse, ja? Oder 2000er schon? Egal. Auf jeden Fall eine ältere C-Klasse. Und da ist einfach Echtholz verbaut. In einer C-Klasse. Guck dir mal heute C-Klassen an. Da kriegst du Echtholz erst ab S-Klasse wahrscheinlich. Ich glaube nicht mal meine E-Klasse hat Echtholz. Und wenn, dann kannst du dafür Aufpreis zahlen ohne Ende. Also, Autos früher waren eine ganz andere Hausnummer, ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, ältere Autos gefallen mir viel mehr. Aber der Verbrauch und alles andere ist halt auch einfach räudig. Ersatzteilversorgung ganz zu schweigen. Oh Junge, das sind halt wirklich so schöne Autos, ne? They are madly in love with the W124, produced between the mid-80s and the end of the 90s and eventually marketed as the E-Class. Ja, da sagt der deutsche TÜV auch ja bei so einer Hupe. Oh ja. TÜV sagt ja. Ist in Ordnung. Durchgewunken. Ah lol, das ist denn ihr Kennzeichen? Oh, das sieht ja voll nice aus, Alter. Holy shit. Hey, guck mal. Ist ja voll geil. Ja, der TÜV findet das gut in Deutschland. Oh, Junge, die Sitze. Guck, das meine ich, Mann. Diese Holzverkleidung, das hat mein Kollege auch. Diese Holzverkleidung da an der Tür. Oh, und diese Sitze dazu, Digga. Einfach geil. Einfach geil. Ich feiere dieses Auto. Die sind so hübsch. Einfach, Junge, einfach diese kleinen Scheibenwischer an den Scheinwerfern, ne? Das ist einfach genial. Ja, 124. Gab es von Autoscout auf YouTube tatsächlich ein geiles Video zu. Classical thing, eh? Gati vazolin për nxjerrje gomas që mos duket goma se e përdorur shumë. Yeah. Classical car sellers thing actually. With the club members on the Was? streets, Die Felgen it's really sind... hard to guess Ah, how many Benzes was? there are. Die Felgen sind mit Vaseline eingerieben, damit die nicht so dreckig aussehen. Okay. Tirana. Alles So klar, I ja. decided to check for myself. Warum nicht, ne? I'll make a 10-minute street count here starting now. Okay, 1, now we're unlucky. 2, look at this one. Guck mal, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Da war ja gerade eine modernere, Really hard ich to glaube guess entweder how E oder many S, glaub's Benzes nicht. there are in Tirana. So I decided to check for myself. Gleich. I'll make a 10-minute Gleich, street count die kommt here gleich. Die starting sieht man. now. Okay, 1, now we're unlucky. So. Ich meine, ja, es sieht geil aus, ja. Aber dieses Auto hat nichts mehr von einer hübschen Limousine. So, weißt du, was ich meine? So, wo du einsteigen kannst und dann fährst du gechillt. Und das ist halt so, das ist so BMW. So, das ist gefühlt einfach so BMW-Style in Richtung von Menschenfresser-Design und Hauptsache Sport, geil und dynamisch, Alter, um irgendwelche jungen Leute dazu zu überzeugen, dieses Auto zu kaufen. Also BMW hat ja wirklich bei der neuen Modellreihe einfach alles abgeschossen mit dem Kühlergrill. Das Ding ist ja sowas von hässlich. Mit diesen kleinen Minischeinwerfern da oben. Ja, das ist hübsch. Außer der GLC oder was da hinten dran war, der nett. Ja. Junge, die fahren echt alle Mercedes, ne? Holy shit, Mann. Da hinten, Alter, A-Klasse. Time is up now is 103 Mercedeses. Just at this intersection here.
Heftig. I would say it's not bad actually. Time to figure out exactly how many Mercedes cars really ply the streets. Da muss es ja einen Haufen Werkstätten So geben, I visit the die Vehicle Registration Department in sich vor Tirana. Kunden kaum They retten können, definitely oder? know the numbers I'm after. Okay. Ich finde es auch geil, dass er dort in dem Verkehrsservice hier, nicht Verkehrsservice, sondern in der Behörde einfach die Antwort bekommt, wie viele Fahrzeuge aktuell angemeldet sind und wie viele davon Mercedes-Benz-Fahrzeuge sind. In Deutschland würde die Aussage kommen, nee, das können wir leider nicht tun. Datenschutz, ne? Das geht leider hier nicht so, ja. Müssen Sie sich an die Presseaufsicht wenden, ja? Dankeschön. Und dann kannst du in 2 Jahren oder einem Jahr dann dieses Video machen. Aber ich muss echt sagen, 29-30% der Fahrzeuge, die in Albanien angemeldet sind, sind Mercedes-Benz-Autos. Also das ist schon schön krass, Alter. Around every third car Krass. on Albanian streets is a Mercedes. Jedes dritte Most are Auto ist ein second-hand, older than 10 Mercedes-Benz-Auto. years. But Arben says this large Heftig. market share is dwindling, in part because to combat air pollution, Albania has banned the import of cars that are older than 10 years and don't meet Euro 4 standards. Okay, krass. Die haben gerade gesagt, dass Albanien eingeführt hat, dass Fahrzeuge, die älter als 10 Jahre sind, nicht mehr importiert werden dürfen und alle müssen die Euro 4-Norm erfüllen. Okay. With so many Mercedeses dotting Albania's streets, I ask myself where it all began. Let's deep dive into Albanian history, to a time when dictator Enver Hoxha ruled the country. And the best place to explore communist history in Tirana is the central Bloku neighborhood. What is now home to entertainment, tourism, Ne? and of course Albanien halt. nightlife. Ehemaliger Was back Ostblock. then the premises of Enver Hoxha and his gang, but what only very few people knew is actually that his favorite go-to car was a German classic. Albanians were banned from using private cars, and Enver Hoxha wanted to be seen as a man of the people, which we now know was an elaborate masquerade. So this is him. His luxury German saloon, which no longer runs, is now parked in an old garage in Tirana. I'm meeting with Amira Pani, who today watches over one of the dictator's best-kept secrets. Boah. Boah. And this here is like the original flag. This Mercedes 600 or W100 type Pullman was manufactured in 1966 and was custom-made and personalized for Hoxha. Boah. The price Hör back mir then is auf. equivalent to around 200,000 euros today. 200.000 Euro würdest du dafür heute bezahlen. Ndoshta kjo do të ishte okay kur të mund të ishte mirë në qoftë se krijoj një muze për mjetet të tilla që kanë Als ob Albanien që në dispozicion kein të Museum für personalitetet sowas të hat. kohë, sepse do të ishte okay për Die haben doch safe Museen, Alter. Jedes Land hat doch ein Museum für Staatsgeschichte, oder? Hoxha only covered about 7,000 kilometers in the car in 17 years, mostly on trips out of town and to his vacation spots. After all, this Mercedes was a state secret. Nuk është se e ka përdorur sepse ai e kishte atë kapacitet që mos të bënte atë diferencimin e madh që të binte në sy të popullit, ndërkohë që populli në atë kohë ishte shumë i varfër. Lëvizjet nga vila e tij në kryeministri i bënte në këmbë. Mädchen, du bist einfach Diktator eines kommunistischen geprägten Landes oder willst es kommunistisch prägen und vertrittst das und musst dann deinen Mercedes-Benz vor denen verstecken. Aber Hauptsache, du fährst dann sowas, Junge. Wirklich einfach Menschen in Machtpositionen und gerade Diktaturen und sowas, das sind einfach wirklich Fassaden, Alter. Und die Menschen, die hinter dieser Fassade stehen, sind der größte Witz. Es ist unglaublich, Mann. Hauptsache das eigene Volk für die eigenen Begierden ausnutzen. Das ist unglaublich. Grüße gehen übrigens raus an die CDU. Das war jetzt natürlich nicht die Aussage, dass das Diktatoren sind, aber ne? Die eigene Tasche ist wichtiger. Covered Albania with hundreds of thousands of bunkers
Many people ended up in labor camps, and Albanians suffered extreme poverty and hunger under his leadership. Oh Mann, Alter. There is a lot of history in the car, to say the least. How's it for you as Albanian? Është pak ndjenjë ndryshe, se ta mendosh që ulesh në një vend që është ulur një hish udhëheqës, diktator normal, është pak është një ndjenjë e çuditshme. This luxury car was not the only one used by Hoxha's party in Albania. They bought 7 Mercedes-Benzes at a time, all 280 SELs, plus Hoxha's 600 sedan. I wonder if this car could be the very first Mercedes in Albania. Ist das ein geiles Auto, Alter. Indicia e dashurisë së shqiptarëve për Benzin, nga aparenca, nga mendimi që këtë e ka përdorur ish diktatori dhe njihej si gjëja më e rëndësishme, më e sigurt, më me vlerë të periudhës. Aber ist Mercedes dafür heute immer noch bekannt? Also, ich weiß halt nicht, ne? Die wurden, also ich meine, die sind immer noch Top Nummer 1, glaube ich, auf dem Automarkt, ne? Aber andere Autohersteller kommen da schon langsam der Sache ganz schön nah, ne? Oder Mercedes einfach schon übertroffen. Also BMW, Mercedes und so weiter, die sind natürlich immer noch Spitzenreiter. Aber die werden schon langsam von ausländischen, ist ja eh Globalisierungsweltmarkt, Alter, Autos von anderen Autoherstellern doch schon sehr überlagert, ne? He mainly rents out Mercedes cars and says the brand is so popular here because the roads were demanding and used to be particularly bad. Ach so, okay. Okay, das ist interessant. Die Straßen in Albanien sind so kaputt, dass sich das Auto da wohl irgendwie perfekt einfügt. Okay. Ein Auto wie gemacht für die Straßen in Albanien. Sowohl Offroad als auch auf der Straße. Okay. 80 Euro kostet das Auto pro Tag. Jo, Alter. No wonder Elmas relies on Mercedes. But where does he get them from? Düsseldorf, Hessen, Köln, Aachen. Is very good. And you drove yourself? Yeah. Po, 2200 kilometra Düsseldorf, Shqipëri, vjet. Më mirë di rrugën në Gjermani, Shqipëri, se sa një rrugë Tiranë-Saran. Our next stop is Ich finde das unglaublich, ne? With its picturesque beaches and Albania's main port. Du, ich wusste gar nicht, dass Albanien so aussieht, Alter. Holy shit, Mann, das ist ja wunderschönes Land. Kein Wunder, dass die so stolz auf ihr Land sind, Alter. Das ist ja wunderschön da. A 22-year-old who loves vintage cars and is a mechanic in a place that some Albanians call Mercedes City, Shijak. Together with his father Hassan, he runs a workshop only for cars with a star. Das tut in meinem Herzen ein bisschen weh. 1987. Wow, 1987. Yeah, but the motor looks good, eh? 2.5 liter. Automatic transmission with 4 gears. Yeah. 8 years. Junge, was ist das denn für ein Gerät, Alter? That's brilliant. Spare parts waiting to be put to use in the next classic car restoration. And right next door is the workshop where they run their family business. Schön mit der Kippe im Mund, der Vater. So all the tool assembly here, you have all the, like this. That's like a treasure here for Mercedes. Hassan has almost 40 years of experience. Also das bedeutet, möchtest du in Deutschland einen älteren Mercedes-Benz restaurieren, fahr nach Albanien. Mechanic, and he let his son follow in his footsteps at an early age. He's convinced that it's the quality of German cars which made the brand so popular in Albania. Kjo thot, unë I bje botës 3 herë atë qartë. Edhe jam unë Mercedesi pra. Asnjë nuk e ka këtë. Unë jam Mercedesi. 3 herë I bje botës edhe atë qartë, dhe unë jam prapë. Okay. The cars break down, Adam says. Hat das schon mal ein Mercedes-Fahrer von euch ausprobiert, so 3-mal um die Welt zu fahren, um dann zu gucken, ob da wirklich nur noch ein Mercedes-Benz dann da ist, oder? Mercedes-Mechanik. Okay. Offiziell autorisiert wahrscheinlich. Keep a Mercedes. Old one, medium one, not S-Class. S-Class is other
category. Easy to maintain and robust, especially on demanding roads. These were once the main arguments for buying a Mercedes in Albania. Oh. But that's also changing in the countryside. Kitty. We drive to Lake Ohrid, one of Europe's oldest and deepest lakes. In Lynn, where people survive on tourism and fishing, it's now almost a luxury to drive such big cars. Because they can afford less and less, they tell me. Makinet e vogla se harxojnë më pak, është kosto më... Edhe kosto e jetesë është më lirë. Është kosto atë, domethënë që kushton më shumë. Ja gut. Ne, der Zeitgeist holt auch die ein, ne? Se s'ka thë. Kjo është me rëndësishme. Po s'pata e këta je shumë më mirë, shumë më mirë. But as long as the wheels of their Benzes still turn, they Immer weniger Geld zur Verfügung, die Leute kaufen immer weniger ein, die Löhne werden immer niedriger, beziehungsweise bleiben gleich und steigen nicht mit den anderen Preisen. Dann kann man sich halt auch immer weniger solche Autos kaufen. Ne? It's not so much about the money as it is about the details. Boah, als Kombi, boah, Junge, da hast du mich ja direkt, ne? To have it restored. Because here, they still take care of old cars. Boah, also vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Farbe, ne? Aber so der als Kombi, ne? Boah. They know these cars better. They pay attention to detail. They deal with these cars every day. In the UK, they don't want to see these cars anymore. It's an old car, just scrap it. To find somebody that still got the enthusiasm, that's impossible over there. Now, all you get is people that do the job for a living and it's just work. And my impression after this trip? Certainly there are still many in Albania who are crazy about their German cars, but more and more people are turning away from them and looking for alternatives and cheaper solutions. Ja gut, das ist halt normal, ne? Das ist halt der Lauf der Dinge. Wir haben halt 2022 und nicht mehr 1900 Schlag mich tot, ne? Als der Ostblock langsam zusammengefallen ist. Aber krass, Mann. Das war eine gute Reportage. War wirklich nice. Ich liebe diese alten Autos. Ich liebe alte Benz. Aber hier in Deutschland die zu unterhalten, hier in Deutschland irgendwelche Reparaturen an denen auszuführen, das ist halt so gut wie unmöglich, ohne da einen Haufen Geld zu investieren. Nee, stopp, ich wollte jetzt kein neues Video anfangen. Nein, stopp. Ich wollte jetzt kein Lexus-Video.